Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal mit der Mütze. Ich habe hier ein neues Expertenabzeichen-Replay für euch. Dieses Mal auf meiner Sinop. Die entsprechende Kapitänsskillung blende ich euch jetzt ein. Zu Beginn schauen wir uns erstmal die Schiffsaufstellung an. Wir haben 2 U-Boote, einen DD, 5 Kreuzer, 3 BBs und einen Flugzeugträger. Was sind die Schiffe, auf die wir hier ein bisschen aufpassen müssen? Klar, zum einen die U-Boote mit den Pings, mit den Torps, zusammen mit dem DD, auch mit den Torps. Klar, das Spotting, was die zur Verfügung stellen. Dann natürlich den Flugzeugträger, da auch wieder Thema Spotting. Torpedos, Bomber von der Ranger können ein bisschen nervig sein. Klar, bei den BBs auf die Broadsides aufpassen, dass wir da nicht Breitseite stehen, weil gerade die russischen BBs sind da doch sehr, sehr anfällig. Sonst sind wir mit der Sinop eigentlich gut aufgestellt. Sinop ein gutes 7er BB hier. Sind jetzt zwar nicht gerade High-Tier, aber gerade in so einem Matchup kann man mit der Sinop, denke ich, ganz gut glänzen. Unser CV spottet hier schon mal ein bisschen was. Das ist ganz nett. Hilft uns natürlich einzuschätzen, auf was wir alles aufpassen müssen, welche Schiffe hier hochfahren und wo wir uns am besten positionieren können. Wir sind bei C oben gespawnt, deswegen spiele ich auch für C, begebe mich jetzt da an die C-Insel unterhalb, um da möglicherweise ein Crossfire aufzubauen auf die Schiffe, die hier noch kommen. U-Boot hier relativ low, interessant. Wahrscheinlich hat er echt ein Torpedo genommen vom Flugzeugträger, bleibt jetzt hier spotted und so wie es aussieht, geht er hier auch raus. Hat man leider hier mal einen klassischen U-Boot-Anfänger, der in dieser Runde wieder schnell in den Hafen geschickt wurde. Habe jetzt mein Positioning so langsam erreicht. Kagero ist jetzt in der Mitte gespottet. Das heißt, ich muss Nose-In nicht aufs Torps aufpassen. Kann jetzt hier auf die Doria gut cross-shotten. Kriege hier meine ersten 5k. Gerade die Russen-BBs sind ja auf Range jetzt nicht so stark. Deswegen hoffe ich, dass der noch ein bisschen weiter reinkommt, was er auch tut. Dass ich ihn hier Breitseite catchen kann. Cleveland ist jetzt auch am Cap angekommen. Ich bleibe weiterhin spotted. Zieht jetzt ihr Radar. Und wir haben jetzt hier die 2 BBs. Die Doria und die Gascogne. Auf der Doria bin ich weiterhin drauf. Kriege hier eine schöne Salve mit einer Zitadelle. Damit haben wir schon unsere 27k. In 2 Salben finde ich ganz guter Start overall. Flugzeugträger ist auch auf unserer Seite. Der scheint sich auf unser U-Boot zu fokussieren. Doria fährt hier schön, wunderbar Breitseite weiter. Nächste Salve hier ist raus von mir. Steht auch relativ breit. Aber tatsächlich gibt es hier für mich dieses Mal keine Sit zu holen. Ganz interessant. Da merkt man, wie unkonstant manchmal BBs sind auf Breitseiten. Dass du hier nicht die volle Ladung bekommst. Aber der scheint jetzt hier sein Positioning gefunden zu haben. Ich denke nicht, dass der hier lebend noch rauskommt, weil er halt auch einfach nicht mehr turnen kann. Und das nutze ich jetzt hier mit meiner nächsten Salve, um ihn hier zu versuchen rauszukriegen, was mir auch gelingt und hole mir damit den Kill auf die Doria. Sehr gut, damit ist oben schon mal ein BB weniger. Jetzt haben wir hier noch die Gascogne und die Cleveland. Die sollten aber im Großen und Ganzen auch kein Problem sein. Flugzeugträger hat sich hier hoch verirrt. Ganz interessant. Leider konnten wir den nicht beschießen. Aber ich bin jetzt zu 100% auf der Gascogne drauf, der jetzt hier seinen Gamer-Turn macht. Hier lassen wir hier auch Zeit. Salve ist raus. Und versucht den hier auch nochmal ordentlich zu punishen. Was mir eigentlich auch ganz gut gelingt. 10k Schaden in die Gascogne rein. Können hier auch, wie ihr seht, den Gegner gut rausdrängen. Deswegen entschließe ich mich jetzt auch ein bisschen mehr Druck zu machen. Muss selbstverständlich auf die Kagero aufpassen. Der kann hier immer wieder durch die Lücken torpen. Das kann für mich auf jeden Fall unangenehm werden. Bleib weiterhin auf der Gascogne drauf, um den hier gut Schaden zu machen. Und schieb jetzt rein ins Cap, um den Gegner hier komplett runter pushen zu können, damit wir mittelfristig auch wieder Druck aufs B-Cap aufbauen können. Punktetechnisch sind wir vorne. Wir haben 2 Caps. Schiffstechnisch sind wir ausgeglichen. Gascogne macht hier nochmal einen Turn.
hätte jetzt nicht gedacht, dass er hier auch reindreht. Das fand ich ganz interessant, dass er hier sich entschieden hat, in 4 Schiffe reinzudrehen. Hab eigentlich darauf spekuliert, dass er hier nochmal rausdreht, weil er seinen Fehler erkannt hat, aber er dreht tatsächlich nochmal rein. Deswegen bringt die Salve eigentlich gar nichts ein. Wird jetzt auch von meinem Team gut gefarmt, im Großen und Ganzen. Und ich bleibe jetzt auf den drauf, weil ich natürlich verhindern will, dass er mich auf irgendeine komische Art und Weise noch rammt. Na, das ist halt immer gefährlich. Ich stehe los im MBB. Rückwärts fahren ist immer so eine Sache. Kriege jetzt auch Cross-Shots, glaube ich, von der Edinburgh. Was ein bisschen nervig ist. Versuche jetzt hier mit meinem Team den rauszunehmen. Aber man muss auch sagen, so wirklich Schaden macht er nicht. Ich habe nur so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, dass er mich vielleicht rammen könnte. Aber ihr seht schon, der geht so schnell raus. Da merkt man halt, das 32er Plating auf den Franzosen ist nicht unbedingt angenehm. Meine Salve geht auch raus. Wir schauen mal, ob wir den hier gekillt bekommen. Leider nein. Der CV ist schneller, konnten wir da den Kill nicht mehr einverleiben. Sehr, sehr schade. Aber die C-Seite ist jetzt gecleart. Kagero ist noch zwischen uns. Schiffstechnisch sind wir weiterhin ausgeglichen. Der Gegner hat sich jetzt aber 2 Caps geholt inzwischen. Damit müssen wir jetzt auf jeden Fall nachziehen, um da dran zu bleiben, damit der Gegner nicht auf einmal hier zu viel Kontrolle in diesem Spiel bekommt. Kagero ist jetzt spotted über ein Radar von unserer Belfast, vom guten alten Feed Enjoyer. Können ihn deswegen hier gut wegdrängen. Muss auf jeden Fall aber auf seine Torps aufpassen, die hier jederzeit kommen können. Und ihr wisst, japanische Torps machen sehr viel Schaden und können euch das Game dann doch nochmal kurzfristig versauen. Deswegen pick ich hier auch nicht raus, weil ich mir gedacht habe, okay, der könnte hier reingetorpt haben. Ich war ja spotted und gehe da auch deswegen kein Risiko ein. Und der CV hilft jetzt hier mit Spotting auf dem DD. Das bedeutet, ich versuche hier auch noch mitzuschießen. Solltet ihr als BB-Spieler immer versuchen, wenn ihr schießen könnt auf dem DD, helft da eurem Team. Bekommen jetzt auch Shots aus der Mitte von der Edinburgh. CV, denke ich, wird mich auch mal besuchen kommen so langsam. Aber hat sich jetzt doch für die Protector erstmal entschieden. U-Boot ist auch spotted. Das heißt, gleich mein ASW hier gezündet. Da ist nochmal die Kagero, geht nochmal auf. Meine Shots sind raus. Und ja, ich kriege den Kill wieder nicht. Sehr ärgerlich. Wieder eine Sekunde zu spät geschossen. Krieg hier aber Doppelschaden aufs U-Boot. Das ist sehr gut. Weil gerade in diesem offenen Wasser wird es echt unangenehm, gegen ein U-Boot zu kämpfen. Hier kommen jetzt auch die Kagero-Torps. Nachdem ich jetzt weiß, dass er tot ist und ich davon ausgehe, dass er jetzt seine 2 Sets geworfen hat, auch ohne Torpedo Reload Booster spielt, pieke ich jetzt weiter vor zur nächsten Insel. Schiffstechnisch sind wir aktuell hinten, Cap-technisch auch, das heißt, wir müssen noch ein bisschen arbeiten in der Runde. Hau jetzt hier meine Salve auf die Edinburgh raus. Tatsächlich, das ist eine absolute Niete. Also da ging echt gar nichts rein, das war richtig wild. Aber das ist halt russisches BB auf größere Distanzen. Hier habe ich tatsächlich nicht weit genug vorgehalten. War jetzt zu 100% mein Fehler. Haben jetzt hier noch den spanischen Kreuzer, der hier über die Flanke pusht, der auf meinem Flugzeugträger drauf ist. Die Bolognese, der hier auch mit reinschiebt. Also der Gegner macht jetzt relativ viel Druck über das B-Cap und ich versuche jetzt hier mit Crossfire meinen CV zu retten. Krieg hier auch eine Zitadelle, lass leider 2000 stehen. Krieg hier nicht den Kill, viele Overpens, weil er rechtzeitig noch eingedreht hat. Ist halt manchmal so,
dass du den finalen Shot nicht selber setzen kannst. Werde jetzt auch gut beschossen. Bin jetzt auch in vorderster Front. Aber gerade ein Sinop kann doch relativ viel wegstecken. Bin weiter auf der Balearis drauf. Und ja, ich habe hier den Kill auch wieder nicht gekriegt. Also ich habe mich in der Runde wirklich geärgert, dass ich die 3 Kills nicht bekommen hätte. Weil sonst hätte ich hier schon den 4. Kill und dann wäre ein Kraken möglich. Haben jetzt aber den Gegner gut dezimiert. Auch viel AP runtergenommen in kürzester Zeit. Mein Ziel war jetzt, die Algerie zu kriegen. Der hatte mich aber tatsächlich schon auf dem Schirm. Algerie natürlich französischer Kreuzer, relativ schnell unterwegs. Das heißt, nicht so leicht zu treffen. U-Boot ist jetzt aufgegangen. Durch das Radar vom Feed Enjoyer. Ich bin jetzt im B-Cap drin, blockt es. Und wir versuchen zusammen das U-Boot zu kriegen. Bin jetzt auch Dark. Das heißt, ich kann in aller Ruhe cappen. Werde hier auch problematischerweise nochmal zurückgesetzt. Sehr, sehr schade. Bin jetzt auch wieder spotted. Deswegen habe ich mir gedacht, wir ballern nochmal eine Salve auf die Algerie raus. Versuchen den hier rauszukriegen. Aber man muss echt sagen, der hat aufgepasst. Aber in dem Fall kriege ich jetzt doch die Sit, um ihm noch die restlichen 2000 HP runterzunehmen. Sehr fein. Wir kriegen auch das B-Cap. Das ist auch sehr gut, weil Resets werden da keine mehr kommen. Jetzt haben wir hier die Edinburgh, die doch breit dreht von mir. Glaube ich, ein kleiner Fehler. Dispersion sieht auch sehr garstig aus hier. Und wir kriegen ihn mit der Doppelsit. Können wir ihn hier rausnuten. Und damit haben wir das Game eigentlich wieder gedreht und eingetütet. Der Gegner wird jetzt nicht mehr allzu viel machen können. Wir haben den Punktevorsprung, wir haben Doppelcap. Nur noch 3 Schiffe da. Die Colorado sollte für mich kein Problem sein. Macht das hier aber richtig. Kitet von mir weg. Kriege einen Turm genockt. Das war natürlich etwas ärgerlich. Hab dafür extra eine Damage Con jetzt gezogen. Weil das Spiel so in den letzten Zügen ist vom Punktestand. Und versucht dann hier noch das Optimum an Schaden rauszuholen aus der Runde. U-Boot geht jetzt wieder auf. Mein ASW ist natürlich ganz woanders gelandet. Krieg hier gute Pens auf die Colorado, Salves raus. Krieg hier meinen Unterstützer. Aber wieder nicht den Kill, sehr ärgerlich. Hier auch noch einen U-Boot-Torp. Aber ich habe meine Damage Con ready. Und damit ist das Ganze nicht so schlimm. Wir haben jetzt das U-Boot auch gekillt bekommen inzwischen. Und damit sind wir final mit der Runde durch. Der Flugzeugträger, den werden wir höchstwahrscheinlich in der kurzen Zeit nicht mehr catchen. Und damit ist die Runde vorbei. Und wir holen uns den Sieg. Schauen wir zum Endbildschirm. Ich habe in der Runde 3 Kills gemacht, 5 Zitadellen, den Unterstützer, ein paar schöne Hits aufs U-Boot, knapp 130k Schaden gemacht. Dann noch auf die Teamwertung. Ich habe in der Runde 2286 Base XP gesammelt. Das ist ungefähr die Anzahl, die ihr braucht, um ein E-Abzeichen auf der Sinop zu bekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Experten-Abzeichen-Replay zur Sinop gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da, wenn ihr noch Fragen habt. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mitte ist raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.